Herzlich willkommen in der Welt der Biotechnologie auf meinem Kanal Wissenschips. Heute möchten wir gemeinsam die faszinierende Welt der Biotechnologie erkunden. Und was bedeutet eigentlich Biotechnologie? Falls dich das interessiert, abonniere am besten meinen Kanal, um keine Folge zu verpassen, und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Hast du nicht gewusst, dass wir im Anthropozän, einem neuen Zeitalter der Erdgeschichte, leben? Es gab kein Zeitalter, in dem der Mensch einen größeren Einfluss auf die Erde ausgeübt hat. Wenn wir unsere Erde betrachten, leben etwa heute 8 Milliarden Menschen auf der Erde, Tendenz steigend. Bis 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich auf rund 10 Milliarden Menschen anwachsen. Das größte Bevölkerungswachstum wird in Afrika mit 1,3 Milliarden und in Indien mit 300 Millionen Menschen stattfinden. Wie das Diagramm dir zeigt, wird die Bevölkerung eigentlich in der Zukunft deutlich langsamer wachsen oder sogar stagnieren. Das wird aber noch eine ganze Zeit brauchen und frühestens ab dem Jahr 2100 erfolgen. Jetzt stellt sich die Frage: Warum ist Biotechnologie so wichtig? Dazu möchte ich kurz auf die globalen Herausforderungen der Menschheit eingehen. Die globalen Herausforderungen der Menschheit wären: Erstens, globale Klimaerwärmung, Dürre, steigende Meeresspiegel und extreme Wetterlagen. Zweitens, soziale Ungleichheit und Armut, Zugang zu Bildung, Wohlstand und Arbeit. Drittens, die Verknappung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Energie und Ernährung. Viertens, politische Instabilität und Kriege, Konflikte um Ressourcen, Ideologien und die Anwendung von Massenvernichtungswaffen. Fünftens, globale Gesundheitsrisiken wie Pandemien, aber auch die Antibiotikaresistenz. Und schließlich sechstens, neue Technologien, die Risiken mitbringen, wie künstliche Intelligenz, durch Überwachung mit künstlicher Intelligenz, autonome Waffensysteme, Cyberkriminalität, aber auch sogenannte Deepfakes. All diese Herausforderungen sind miteinander verknüpft und erfordern dringend Lösungen. Genau hier kommt die Biotechnologie ins Spiel. Anhand der Farben kannst du erkennen, dass Biotechnologie für all diese 3 Herausforderungen Lösungen anbieten kann. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Klimaerwärmung, der Sicherstellung von Ressourcen und der Verbesserung der globalen Gesundheit. Natürlich sind hier auch andere Technologien wichtig, wie die erneuerbaren Energien, aber auch die Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz. Ich möchte dir aber im Laufe des Vortrags zeigen, dass die Biotechnologie hier wirklich eine wichtige Rolle spielen kann. Allerdings ist es entscheidend, angesichts der globalen Herausforderungen, dass Technologien kontrolliert werden, ethisch und transparent weiterentwickelt werden. Dazu habe ich 2 Bilder mitgebracht, die das verdeutlichen sollen. Das erste Bild zeigt einen Roboter, der einen Dackel an der Leine führt. Ohne Kontrolle und ethische Verantwortung könnte es passieren, dass sich die Rollen tauschen und wir selbst die Kontrolle verlieren und zum Dackel werden. Das zweite Bild zeigt eine Klonmaschine, die einen Wissenschaftler vervielfältigt. Es soll den Missbrauch von wissenschaftlichen Erkenntnissen darstellen, wenn diese für sinnlose oder zweckentfremdete Anwendungen genutzt werden. Dazu ein Gedanke von Albert Einstein: Die Wissenschaft ist ein mächtiges Werkzeug, aber wie jedes Werkzeug kann sie von Menschen auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Die wahre Schwierigkeit besteht darin, zu wissen, wie man das, was man weiß, richtig anwendet. Jetzt möchte ich euch die Vielfalt der Biotechnologie anhand der Arbeitsgebiete in Farben kurz wiedergeben. Wie ihr sehen könnt, gibt es doch sehr viele Arbeitsgebiete und sehr viele Farben. Ich möchte mit der Farbe Rot beginnen. Rot steht hier für Medizin, das heißt die Herstellung von Therapeutika, Impfstoffen und Medikamenten und der Gentherapie. Die Farbe Grün steht hier für Pflanzen und die genetische Veränderung von Pflanzen
um resistente Pflanzen herzustellen, vor allem um das Saatgut zu verbessern und dadurch die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern. Die Farbe Weiß steht hier für Industrie, Biokunststoffe, Enzyme und die Produktion von Feinchemikalien, was zum Beispiel Aromastoffe oder Duftstoffe sein könnten. Die Farbe Grau steht hier für Umwelt, Kläranlagen, Bodensanierung und der Trinkwasseraufbereitung mit Mikroorganismen. Die Farbe Braun wiederum steht hier für Wüsten. Das geht hier hauptsächlich um Dürreresistenz, Anpassung von Nutzpflanzen an Wüstenböden. Die Farbe Blau wiederum beschäftigt sich mit der Tiefsee und den Mikroorganismen, die sich darin befinden, aber auch mit Algen. Die Farbe Gelb wiederum beschäftigt sich mit einem neuen Arbeitsgebiet, den Insekten. Und zwar viele Insekten besitzen Wirkstoffe, die uns noch unbekannt sind. Es gibt hier über 1 Million Arten und hier werden zum Beispiel neue Antibiotika untersucht. Die Farbe Violett beschäftigt sich hier mit der rechtlichen Seite und der ethischen rechtlichen Seite, das heißt die Bewertung von gentechnisch veränderten Verfahren und der Gesetzgebung. Die Farbe Gold wiederum beschäftigt sich hier mit der Bioinformatik und der künstlichen Intelligenz. Hier geht es hauptsächlich um Datenbanken, Algorithmen, der Datenanalyse, vor allem bei Big Data und auch der Strukturvorhersage von Proteinen. Die Farbe Orange wiederum beschäftigt sich jetzt mit dem Wissen und vor allem auch mit der Wissensverbreitung an Hochschulen und über die Medien. Du siehst also, die Vielfalt der Biotechnologie ist immens. Und wenn wir uns jetzt noch die Fachgebiete anschauen, wo die Biotechnologie eine wichtige Rolle spielt, wirst du sehen, hier ist es genauso, dass es eine große Bandbreite gibt. Zum Beispiel beschäftigt sich die Biotechnologie einmal mit der Biologie und der Genetik von der Zelle, der Zellbiologie, der Informatik über künstliche Intelligenz und Bioinformatik, Physik, Nanotechnologie und Optik, aber auch die Chemie, die organische Chemie, analytische Chemie und Biochemie sind wichtig und vor allem auch die Ingenieurswissenschaften der Bioprozesstechnik und der Verfahrenstechnik, um aus diesen biotechnologischen Dingen ein technisches Verfahren herzustellen. Insgesamt kann man sagen, es handelt sich um eine sehr interdisziplinäre Wissenschaft. Kehren wir zurück zu der Biotechnologie und den wahren Helfern, den Viren, Bakterien und Pilzen, die seit Milliarden Jahren die Erde besiedeln. Diese winzigen Mikroorganismen sind nur unter dem Mikroskop sichtbar, während Viren sogar ein spezielles Elektronenmikroskop erfordern. Erstaunlicherweise kennen wir bisher nur einen Bruchteil dieser Organismen. Über 99% bleiben uns völlig unbekannt. Im Hintergrund siehst du eine Petrischale, die mit Hefepilzen besiedelt ist, wie wir sie zum Brotbacken verwenden. Mehr als 1 Milliarde Mikroorganismen. Oder wir können es weitertreiben, in einem 35 Milliliter Reagenzglas können wir über 1 Billion Mikroorganismen unterbringen. Mehr als Menschen jemals auf der Erde leben könnten. Ich zeige dir jetzt die wichtigsten Unterschiede dieser Mikroorganismen. Die kleinsten sind die Viren mit einer Größe von 20 bis 300 Nanometern. Sie besitzen keinen eigenen Stoffwechsel und brauchen eine Wirtszelle. Bakterien, auch als Prokaryoten bezeichnet, sind mit 1 bis 2 Mikrometern deutlich größer und haben einen eigenen Stoffwechsel. Noch komplexer sind die sogenannten Eukaryoten wie Pilze, die 10 bis 100 Mikrometer groß sind und ebenfalls einen Stoffwechsel besitzen. Das Besondere an ihnen ist allerdings, sie besitzen Zellorganellen und zusätzlich einen Zellkern, in dem sich das Erbgut befindet. Alle beinhalten übrigens ein Erbgut wie DNA, doch nur Viren können auch RNA als genetisches Material nutzen. Wir gehen in der Evolutionsbiologie davon aus, dass das Leben sich von RNA zu DNA entwickelte, von Viren über Prokaryoten bis hin zu den komplexen Eukaryoten. Wie du siehst, scheint auch hier die Biologie einer gewissen Logik zu gehorchen, der Evolution. Von einfachen Molekülen über Viren und Prokaryoten bis hin zu komplexen Eukaryoten, aus denen unsere eigenen Körperzellen bestehen. Das ist doch faszinierend, oder? Ich möchte dich jetzt in eine Reise in die Mikrowelt kurz mitnehmen. Hier unter dem Mikroskop erkennst du beispielsweise Bakterien wie das E. coli, ein Darmbakterium,
oder das Spirillum, das eine spiralförmige Struktur hat. Du siehst also auch schon hier, dass das Aussehen dieser Mikroorganismen sehr unterschiedlich sein kann. Schauen wir uns kurz auch noch Pilze an. Hier habe ich dir zwei Beispiele mitgebracht. Einmal das Penicillin, das du aus dem Antibiotikum kennst. Du siehst, es hat eine Art büschelartige Struktur. Oder hier oben gezeigt Hefe, wie wir sie beim Brotbacken verwenden, mit einer eher ovalen Struktur. Wie du hier erkennen kannst, ist es nicht ganz so einfach, diese Mikroorganismen zu charakterisieren. Und das macht es eigentlich sehr spannend, weil ihre Vielfalt ist immens. Die Biotechnologie kann sich jetzt dieser Mikroorganismen nutzbar machen und sie als Zellfabriken verwenden zur Herstellung von Gesundheit und nachhaltigen Produkten. Wie du hier links erkennen kannst, soll es hier eine Zelle sein, die jetzt stilisiert wurde. Du siehst in der Zelle, es handelt sich hierbei um eine Produktionsfabrik. In der Mitte erkennst du noch einen Hochhaus, in dem sich hier das Erbgut, die DNA befindet. Diese können wir nutzen, damit wir Anweisungen geben, was diese Zelle produzieren soll. Und dann siehst du auch schon hier, wo das Feuer brodelt, eine Fabrik, in dem hier zum Beispiel Proteine hergestellt werden. Und auch eine Straße, in dem hier praktisch ein Transport von einzelnen Dingen erfolgt, beziehungsweise einen Teil, wo auch Energie hergestellt wird, um hier diese Fabrik mit Energie zu versorgen, dass sie am Laufen gehalten wird. Und genau dieses Prinzip verwenden wir in der Biotechnologie, um jetzt Produkte herzustellen. Wir können nämlich jetzt vor allem sogenannte nachwachsende Rohstoffe verwenden, wie sie in der Natur vorkommen, beispielsweise Zellulose aus Holzabfällen, aber auch andere zugängliche Rohstoffe. Diese können wir weiter veredeln, um daraus hochwertige Produkte herzustellen. Du siehst im Hintergrund, wie wir zum Beispiel Medikamente, aber auch Kunststoffe herstellen können oder wie hier ganz rechts gezeigt, Vanillin, Aromastoffe. Diese unheimliche Vielfalt nutzen wir, um nachhaltige Produkte herzustellen, die sozusagen dem Kreislauf wieder zurückgegeben werden. Das Besondere dabei ist, dass wir über diese Produktion mit Mikroorganismen natürlich Stoffe herstellen, die schon in der Umwelt umweltfreundlich sind, das heißt biologisch abbaubar sind und natürlich auch in der Biologie wiederverwertet werden können. Wir nennen das Prinzip auch Bioökonomie, eine Art Wertstoffkreislauf. Wir könnten es auch so zusammenfassen, die Chemie gibt der Biologie die Hand. Nicht alles, was die Chemie macht, ist schlecht und funktioniert nicht, sondern in vielen Dingen ist die Chemie der Biologie natürlich noch überlegen. Aber die Kombination aus Chemie und Biologie ermöglicht es uns heute schon, nachhaltige Produkte herzustellen, die in der Umwelt wenig Schaden anrichten